Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Wohnmobil Privat mit Vermietung. Mein Name ist David und im heutigen Video geht es mal um die Schläuche. Welche Schläuche benutzen wir für unsere Wohnmobile, für unsere Camper? Welche sind zugelassen, welche sind das vielleicht auch nicht? Worauf muss man da achten? Wann darf man die benutzen, wann darf man die nicht benutzen? Und was kann denn passieren mit so einem Schlauch, der vielleicht nicht zugelassen ist? All das zeige ich euch im Video. Bleibt dran, bis gleich. Ja, schön, dass du dabei bist. Jetzt schauen wir grundsätzlich erstmal, wer bestimmt denn, ob so ein Schlauch gut ist, ob der zugelassen ist oder wird. Das macht die DVGW und die KTW. Die zertifizieren bei uns in Deutschland Sachen, die Wasser führen, die Trinkwasser führen. Trinkwasser, ganz wichtig. Und was die genau machen und wie der so eine Prüfung abläuft und was so ein Schlauch erfüllen muss, das erkläre ich euch jetzt mal gleich genauer. Wen das nicht so tief interessiert, der kann auf folgende Minute springen. Da geht es direkt mit den Schläuchen weiter. Die KTW-Zulassung für Trinkwasser und das DVGW-Prüfverfahren W270. In der KTW-Leitlinie sind die Prüfverfahren für Trinkwasserschläuche, in Klammern KTW-Schläuche, beschrieben. So ist über Positivlisten geregelt, welche Ausgangsstoffe, Hilfsstoffe oder Additive für deren Produktion eingesetzt werden dürfen. Dafür hat der Hersteller die Rezeptur des Schlauchs bzw. der mit dem Trinkwasser in Kontakt kommenden Materialien dem prüfenden Institut offenzulegen. Weiterhin darf ein Schlauch, der die KTW-Zulassung erhalten soll, Geruch, Geschmack und Klarheit des durchfließenden Wassers nicht verändern. Zudem darf es zu keiner Verfärbung oder Schaumbildung des Migrationswassers kommen. Auch die Abgabe von organisch gebundenem Kohlenstoff wird ermittelt und auf Basis der offengelegten Rezeptur werden für bestimmte Inhaltsstoffe Migrationswerte ermittelt. Diese Regelungen sollen dafür sorgen, dass weder Werkstoffe noch Materialien in der Trinkwasserversorgung Verwendung finden, wie zum Beispiel als Trinkwasserschlauch durch Auslaugen unerwünschte Stoffe in das Trinkwasser abgeben. Zum Zweiten soll verhindert werden, dass die eingesetzten Produkte bzw. Materialien das Wachstum von Mikroorganismen wie Algen oder Bakterien fördern. Jetzt schauen wir uns mal die Schläuche näher an. Wir wissen jetzt, was die Zertifizierung sagt und jetzt schauen wir mal, welcher Schlauch das erfüllt und welcher vielleicht nicht. Wer die Videos verfolgt, der weiß, dass ich diese Schläuche benutze und die habe ich auch in dem Video Grundausstattung gezeigt. Ich habe auch zwei A10 Meter, die kann ich mit Gardena Adaptern sozusagen verlängern. Manchmal braucht man nur einen kurzen, dann passt das, dann muss man nicht so wickeln. Ich habe hier auch diverse Adapteranschlüsse fürs Mobil und so weiter. Zeige ich euch gleich nochmal näher. Grundsätzlich ist der Schlauch nicht zertifiziert. Ganz wichtig. Das ist ein Gartenschlauch, so wird er auch genannt. Ich habe den zwar gekauft und habe da ein bisschen schon drauf geachtet. Ich lese mal ganz kurz vor. Dieser Schlauch, dieser Gardena Gartenschlauch, ist schadstofffrei, UV-beständig und er ist frei von Giftstoffen, von Weichmachern und von Schwermetallen. So. Ansonsten ist er natürlich eine robustere Variante. Es ist kein billiger, ganz billiger Schlauch. Ne? Allerdings ist er nicht zertifiziert worden. Ne? Und dementsprechend nicht für Trinkwasser geeignet. Es ist vom Preis her kostet der jetzt hier 20 Meter, also wenn man jetzt eine 20 Meter Variante kauft, 27 Euro. Und ganz wichtig für euch, der ist nicht zertifiziert. Wenn ihr jetzt gerade als Vermieter, ich vermiete ja das Mobil privat, gerade als Vermieter ist das natürlich ein wichtiger Punkt. Ich persönlich kommuniziere das auch gegenüber meinen Mietkunden, dass die das nicht als Trinkwasser benutzen sollen. Die Hintergründe sind natürlich auch, dass Keime nicht nur von so einem Schlauch kommen können, sondern von vielen anderen Stellen auch. Und gerade als Vermieter ist es natürlich unheimlich schwierig zu kontrollieren, wie kommt Wasser ins Mobil und wie wird das benutzt und so weiter. Also selbst wenn man da als Vermieter in der Zeit, wo man es selber hat oder wenn man es wiederbekommt oder so, darauf achtet, aber was unterwegs passiert und was mit den Schläuchen passiert unterwegs und selbst wenn das Trinkwasserschläuche wären, kann es ja sein, dass die nicht sachgemäß behandelt werden und wie auch immer das passieren kann und dann sind die dann doch wieder, ich sag mal, verseucht oder nicht mehr für Trinkwasser geeignet in dem Moment und dann geht es ja schon los, dann ist die Kette schon unterbrochen und dann hat man eigentlich schon eine Variante, die man vermeiden möchte mit so einem speziellen Trinkwasserschlauch. Aber grundsätzlich ist der schon mal nicht zertifiziert.
möchte euch mal direkt meinen Anschluss zeigen. Hatte ich eben schon mal kurz erwähnt. Ich benutze jetzt hier natürlich den Gardena Schlauch und hier benutze ich den sogenannten Water Twin. Das ist ein schönes Tool für den Bereich Wasser. Normalerweise steckt ihr euren Schlauch rein und haltet den zum Beispiel. Was ein bisschen nervig ist, weil je nachdem, wie lange das dauert, 10 Minuten, Viertelstunde oder so, steht ihr hier und wartet eigentlich drauf, dass es überläuft oder was. Und wenn ihr den aber anstatt euren Deckel natürlich einfach hier reindreht, dann könnt ihr hier entweder mit so einem normalen Adapter von Gardena oder was auch immer euren Schlauch hier dran stecken und könnt ganz in Ruhe daneben stehen bleiben. Und wenn es überläuft, wisst ihr, okay, ist voll. Ja? Kann man sich in der Zeit ganz in Ruhe lieber mit Camperkollegen unterhalten, anstatt den Schlauch zu halten und da aufpassen zu müssen. Noch besser ist diese Variante, und zwar ist das der Waterstop von Gardena. Den macht ihr hier drauf und dann könnt ihr laufen lassen ganz normal. Und sobald das hier überläuft, das ist das Signal, okay, ist voll, dann dreht ihr hier ganz entspannt den Hahn zu und dann ist der gestoppt. Und dann kann man ganz in Ruhe zum Hahn laufen und ausdrehen und es läuft nicht die ganze Zeit eben hier runter und raus. Alle Schläuche und Adapter und Verbinder, die ich heute hier auch erkläre im Video, die packe ich euch unten in die Beschreibung. Da könnt ihr sie euch direkt näher anschauen, wenn ihr möchtet. Jetzt kommen wir mal zum nächsten Schlauch, den ich rausgesucht habe. Und zwar ist das, ich würde sagen, so eine Zwischenvariante. Der Marke Zellfest und wird Trinkwasserschlauch genannt. Und ich beschreibe auch gleich nochmal näher, was der jetzt so kann und was der macht und was für Verordnungen das sind. Im Groben und Ganzen enthält der, schreiben sie hier, keine Schadstoffe oder Allergene, ist frei von Barium, Cadmium, Blei und sodass er zum Reinigen von Obst und Gemüse verwendet werden kann. So, was sagt uns das jetzt? Anscheinend so ist er gedacht für Trinkwasser, allerdings das große Problem an dem Schlauch, er ist nicht zertifiziert von der KTW und DVGW und dementsprechend ist er dann doch wieder nicht geeignet. Ja? Er erfüllt vielleicht sogar die Voraussetzung vom Material, vom Innenmaterial, dass er Wasser führen darf. Allerdings hat er die Zertifizierung nicht. Sie wurde nicht gemacht oder er hätte sie nicht bestanden, das wissen wir nicht. Er hat sie nicht, deswegen könnt ihr den, obwohl er so beschrieben wird, zu teilen und auch nach verschiedenen Verordnungen, EU-Verordnungen, ich blende sie mal oben ein und den Text dazu, wo hier geschrieben wird, er kann zum Beispiel, deshalb kann er in Häusern, Gärten, Restaurants und Fabriken eingesetzt werden. Klar, aber dann nicht für Trinkwasser, weil er da laut Vorschrift nicht geeignet ist. Also hier bei diesem auch Vorsicht, habt ihr keine Zulassung. Ne? Hier kosten 20 Meter 31 € inklusive Versand. Ja, jetzt ist ja im Hintergrund ein Traktor aufgetaucht. Ich hoffe, den hört man nicht zu stark. Aber Camper, die sind nun mal auf dem Land und da sind auch mal Geräusche von zum Beispiel Traktoren oder ähnlichen. Jetzt haben wir noch einen Schlauch, der die Zulassung hat. Wie ihr seht, ist das so ein blauer und das ist auch ein wichtiges Thema. Blau muss der sein. Ne? Also die blauen, die sagen schon aus, dass das so ein Trinkwasserschlauch ist und deswegen kann man auch von der Ferne schon sehen oder jemand anders auch sehen, was für einen Schlauch er benutzt und ob der überhaupt eine Zulassung haben kann. Ne? Ich lese mal ganz kurz vor. Also der ist zugelassen von der KTW und auch von der DVGW und er ist UV-beständig, er ist lichtundurchlässig. Wichtig, denke ich mal. Er ist überfahrbar. Gute Abriebfestigkeit, Bestandfestigkeit gegen handelsübliche Reinigungsmittel, Trinkwasserversorgung beim Messen, mobilen Ausschankanlagen, Volksfesten, Anwendung im gewerblichen oder privaten Bereich. Und da wird auf der Seite extra so beworben, dass der auch für Camper ist, für Mobile, für Wohnmobile und so weiter. Der Schlauch kosten 20 Meter 74 € inklusive Versand. Und jetzt merkt ihr schon, das ist natürlich eine ganz andere Nummer vom Preis. Allerdings ist das der einzige, der jetzt die Zulassung hat und der dann auch dementsprechend getestet ist und zertifiziert ist, dass der auch wirklich die am Anfang besprochenen Probleme in Sachen Hygiene und was da und Plastik und worum es da überall geht, dass ihr das da nicht ins Wohnmobil euch holt und auch nicht trinkt. Ergänzen möchte ich noch mal kurz, dass es nicht zwingend an der Farbe liegt, ob so ein Schlauch zertifiziert ist. Wir benutzen ja hier in den Wohnmobilen sind ja auch Schläuche verlegt und die sind zum Beispiel durchsichtig, haben aber eine Nummer drauf und das ist ganz wichtig. Zertifizierte Schläuche haben diese Zertifizierungsnummer auch drauf.
Bei dem ist jetzt zum Beispiel gar nichts drauf und bei dem Zellfestschlauch, da ist auch nichts drauf, weil er die Zertifizierung ja nicht hat. Ja? Und ich kann mir allerdings sehr gut vorstellen, das weiß ich jetzt im Moment nicht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es zwingend erforderlich ist oder nur die zertifizierten Schläuche diese blaue Farbe haben dürfen für den Außenbereich, damit das von der Ferne schon so ein Merkmal ist, wo man schon sieht, wie bei so einer Ausschankanlage oder was, okay, der benutzt zertifizierte Schläuche, weil man ja von der Ferne vielleicht die Nummer gar nicht erkennen kann. Das weiß ich aber nicht, wie das mit der Blauton ist. Allerdings wichtig, zertifizierte Schläuche haben immer auch so eine Zertifizierungsnummer drauf, ob Innen- oder Außenbereich oder was, und daran könnt ihr die definitiv erkennen. Vielleicht noch mal ein kleiner Tipp aus der Praxis. Ich weiß, die allermeisten von euch wissen das, wie man so einen Schlauch leer macht. Aber ich möchte mal sagen, vielleicht gibt es den einen oder anderen Neuling oder was. Und das ist zum Thema Schlauch extrem wichtig meiner Meinung nach. Denn selbst wenn man so einen Trinkwasserschlauch hat und lässt dann das Wasser drin stehen, dann kommen natürlich die Keime. Deswegen ganz wichtig, den Schlauch immer das Wasser rausbekommen. Und das macht man so, man legt den Schlauch hin, man wickelt den aus. Und Wasser läuft immer nach unten, wie die bei der Feuerwehr auch, die hängen den ja sogar hin. Und dann stellt man sich einmal hin und wickelt den so komplett durch. Und dann werdet ihr schon merken gleich, wie da unten auf der unteren Stelle das Wasser rausschwappt. Das Wasser läuft jetzt die ganze Zeit immer hier runter, hier runter, hier runter. Und irgendwann an der untersten Stelle läuft es dann raus und da kommt dann auch nichts mehr. Ne? Wenn ihr den länger wegpackt oder es warm ist, von mir aus auch ruhig zweimal machen. Wichtig ist, dass da das Wasser so gut wie möglich rauskommt und dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass wenn ihr das weglegt, dass da nicht die Keime brodeln. Ja, kurz zusammengefasst möchte ich noch mal sagen, ihr müsst das für euch selbst entscheiden, ob man so einen zertifizierten Schlauch benutzt, der wirklich um einiges teurer ist wie so ein normaler Schlauch. Jeder muss das für sich entscheiden, wie er auch mit der Verkeimung und mit der Hygiene umgeht. Es geht ja jetzt nicht zwingend nur um Bakterien, da geht es ja auch noch um irgendwelche Plastik und irgendwelche Giftstoffe. Wenn ihr natürlich das Trinkwasser, das Mobilwasser als Trinkwasser benutzt, dann ist das natürlich ein Punkt, wo man sagen kann, nee, wenn ich den Schritt mache, dann gehe ich den richtig. So ein Schlauch, wenn man den ordentlich behandelt und immer schön leer macht und leer wickelt, dann hält er ewig. Dann investiere ich das. Klar, super. Ich persönlich, mir ist es noch nie passiert, dass mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass das irgendwie schlecht ankam. Und in den meisten Fällen wisst ihr ja selber, es gibt Schläuche auf den Campingplätzen vor Ort. Das heißt, in den wenigsten Fällen holt ihr euren eigenen raus. Ich mache das nur, wenn ich zum Beispiel, wenn die Entleerungsanlage und die Befüllungsanlage relativ nah beieinander sind und mit den Schläuchen das so ein bisschen undurchsichtig ist, ihr wisst, was ich meine, dann gehe ich lieber auf Nummer sicher, nehme einen eigenen Schlauch dann bin ich auf der sicheren Seite. Allerdings grundsätzlich ist das muss das jeder für sich entscheiden. Ich trinke das Wasser aus dem Mobil nicht, ich sorge dafür, dass meine Kunden das auch nicht trinken, weise darauf hin, und deswegen reicht uns in dem Fall ein Schlauch, der jetzt nicht zwingend die extremsten Trinkwasserbedingungen erfüllt. Ich freue mich, wenn ich dem einen oder anderen Tipp geben konnte und ein bisschen Hinweis geben konnte, da in Zukunft vielleicht den richtigen Schlauch zu kaufen oder da was vielleicht zu verändern, damit man da das erfüllt. Ich freue mich natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert und zukünftig dabei seid bei den weiteren Videos. Ich freue mich auch, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Das kleine Bestätigung ist immer ganz toll. Ansonsten schaut euch gern die weiteren Videos an. Da kommt viel über Tipps und Tricks, Hygiene und natürlich auch über Vermietungsthemen. Lasst euch gut gehen, habt schöne Reisen, habt eine schöne Zeit. Bis bald, ciao.